Ausgetrocknete Bachbetten, Sturzfluten nach Starkregen. In den Sommermonaten nehmen Wetterextreme und deren Folgen auch bei uns stetig zu. Eine große Herausforderung wird es künftig also sein, mit den zunehmend starken Schwankungen bei Niederschlägen und Temperaturen intelligent umzugehen. Um Lösungsansätze bemüht sich das Institut für nachhaltige Wassersysteme der Hochschule Hof in der Schwammstadt. Anfallendes Regenwasser wird lokal aufgenommen und gespeichert, indem sich die Stadt mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen vollsaugt wie ein Schwamm. Das war bis jetzt immer fokussiert auf Regenereignisse, aber wir wissen ja, wir haben immer mehr Trockenperioden, also wollen wir bewusst das, was im Schwamm ist, so lange halten, dass wir es auch in Trockenphasen nutzen können. Und diese Idee, immer stärker Starkregen und Trockenphase miteinander zu vereinigen in Konzepten, das ist die Zukunft der Schwammstadt. Dafür gibt es zum einen naturbasierte Bausteine wie Böden und Rigolen, also Pufferspeicher unter der Erdoberfläche, zum anderen technische Infrastruktur wie elektrisch gesteuerte Sammelbehälter oder Gründächer mit intelligenter Steuerung. Wie man ja hier sehen kann, geht es hier um, wie Wasser von A nach B fließt, in verschiedenen Behältern gesammelt und verarbeitet wird. Und im Prinzip ist das ja auch eine Art Schwammstadtkonzept, dass wir verschiedene Speichermengen haben. Und hier können wir verschiedene Speicher ausprobieren und Steuerungen entwickeln, wie wir die optimal bewirtschaften können. Das INWA entwickelt intelligente Regenwasserauffang- und Rückhaltesysteme. Seit 1,5 Jahren nehmen die Anfragen stetig zu, auch aus Oberfranken. Dieses intelligente Kanalsystem wird in etwa 6 Monaten in Jena eingebaut. Das sieht man jetzt in dem kleinen Video, dass wir Technik einrichten in dem Kanal, der das Wasser gesteuert zurückhält, so wie wir es brauchen. Das heißt, wenn wir zu viel Regen haben, dann wirkt der Kanal als optimaler Stauraum. Und wenn der Regen nachgelassen hat, geben wir das Wasser kontrolliert zur Kläranlage, sodass die Kläranlage nicht überlastet wird. Oder wir nutzen das Wasser später für andere Zwecke, wenn es gebraucht wird. Starkregen trifft auf wochenlang ausgetrockneten Boden. Die Folge sind riesige Wassermengen, die in viel zu kleine Kanäle abfließen. Der Bau größerer Kanalanlagen wäre zu aufwendig und zu teuer. Mit dieser Technik können wir zwischen 30 und 50–60% zusätzliche Wassermengen im Kanal halten. Und das reicht meist aus, um die wesentlichen Ereignisse abzufedern. Und das spart natürlich enorm Geld. Wir haben das mal hier ausgerechnet. Die Technik kostet ungefähr 1 Million Euro. Und würden wir vergleichbare Becken bauen, liegen wir bei 12 Millionen Euro. Gründächer nehmen zwar zu, das Potenzial ist aber nach wie vor sehr hoch. Bisher sind nicht mal 5% der Dächer speicherfähig, schätzt der Experte. Bayern hat hier durchaus Nachholbedarf. Man unterscheidet zwischen intensiven und extensiven. Extensiv heißt eigentlich, es ist eine relativ dünne Schicht, ist nur ein bisschen Grün drauf, aber der Boden hält nicht sehr viel Wasser, weil es einfach zu wenig ist. Die intensiven, da gibt es sehr unterschiedliche Systeme, die sehr stark mit Böden arbeiten oder auch noch mit Zusatzelementen, die bis so weit gehen, dass sie das Wasser nicht nur zurückhalten und speichern, sondern den Abfluss kann man dort auch regulieren. Die Forschungsergebnisse und das daraus resultierende Fachwissen des INWA helfen Kommunen im Kampf gegen Wetterextreme und im Masterstudiengang Sustainable Water Management and Engineering werden Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der Wasserwirtschaft an Studierende vermittelt.